Was sind ETFs? Welche Vorteile und Nachteile bieten sie? Und wie kann man sie sinnvoll für den Vermögensaufbau einsetzen? Diese und weitere Fragen, zum Beispiel auch wer bei einer Insolvenz des ETF-Anbieters haftet, beantworten wir dir in diesem Video. Bleib also bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen auf dem Geldrad-Kanal. Wenn du neu hier bist und das Thema Geld dich interessiert, dann lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Legen wir los. Ein ETF aus dem Englischen für Exchange Traded Fund ist also, wie der Name sagt, ein börsengehandelter Fond, der einen bestimmten Index abbildet. Damit kann sichergestellt werden, dass die Wertentwicklung immer parallel zum Index stattfindet. Dies bietet auch einen Kostenvorteil. Dazu später mehr. Was sind Fonds? Das Wort Fonds kommt aus dem Französischen und bedeutet einfach Kapital. Sie dienen also der Kapitalanlage. Bei einem Fonds wird das Geld von mehreren Anlegern gesammelt und dann in Vermögenswerte, wie etwa Aktien, Anleihen oder Immobilien investiert. Durch die Bündelung des Kapitals sollen die einzelnen Anleger von den Vorteilen des erhöhten Geldeinsatzes profitieren. Das sind zum Beispiel folgende. Die Anlagestrategie und das Risikomanagement wird einem erfahrenen Investmentmanager anvertraut. Die Transaktionskosten verteilen sich besser und werden daher günstiger. Und das Kapital kann auf mehrere Vermögenswerte gestreut und damit ein Verlustrisiko minimiert werden. Neben den aktiv gemanagten Fonds, bei denen der Fondmanager über die Investments entscheidet, gibt es die passiv gemanagten Fonds, zum Beispiel Indexfonds oder die börsengehandelten Exchange Traded Funds, kurz ETFs. Wie funktionieren ETFs? Während Fondsmanager bei aktiv gemanagten Fonds nach einer bestimmten Strategie vorgehen, um Unternehmensanteile zu erwerben, bilden passive Fonds immer einen Index, wie beispielsweise den DAX oder den MSCI World ab. Da bei ETFs eben keine aufwendige Marktanalyse stattfindet, zahlst du hier deutlich geringere Gebühren. Als Käufer von ETFs erwartest du also mindestens die gleiche Rendite wie die des Index. Was bedeutet börsengehandelt? Wie schon gesagt, liegt jedem ETF ein Index zugrunde, den das Produkt abbildet. So kommen ETFs ohne einen Fondsmanager aus, aber sie werden wie Aktien an der Börse gehandelt. Während der Öffnungszeiten kannst du ETFs also beliebig kaufen und verkaufen. Hier liegt der Unterschied zu herkömmlichen Indexfonds, die nur einmal täglich über deren Fondsgesellschaften gehandelt werden. Bei ETFs findet also ein täglicher Handel an der Börse statt. Hier kannst du also fallende und steigende Kurse für dich nutzen. Andere passive Fonds bilden täglich nur einen Kurs ab. Sie sind nicht börsengehandelt. Beide Fondsarten bilden jedoch immer einen Index wie den DAX ab. Bevor es weitergeht, dir gefällt das Video? Dann lass doch gern ein Like da. Warum sind ETFs so beliebt? Der Markt für ETFs wird immer größer. Lag die Anzahl ausgeführter Sparpläne in Deutschland im Jahr 2015 laut extraetf.com noch bei 213.897, waren es im Jahr 2019 schon über 1 Million. Der Grund liegt vor allem im Kostenvorteil. Da ETFs immer einen Index abbilden, kann das Fondsmanagement eingespart werden und so sind die laufenden Kosten deutlich geringer als bei einem aktiv geführten Fond. Bei klassischen Fondanlagen fallen jährlich zwischen 1,5 und 2% an Gebühren an. ETFs kommen im Schnitt auf etwa 0,34% pro Jahr. Gerade bei langen Anlagezeiträumen kann dies durch den Zinseszinseffekt je nach Anlagebetrag 5- bis 6-stellige Unterschiedsbeträge ausmachen. Klassische Fonds müssen also mehr Rendite erwirtschaften, um den Kostenvorteil zu kompensieren. Außerdem sind ETFs sehr einfach. Du weißt immer, was du im Depot hast, was bei anderen Fondprodukten nicht immer der Fall ist. Die Positionen sind ständig einsehbar und so hast du Vorteile bei deiner langfristigen Finanzplanung. Schon der ETF selbst streut recht breit. Insbesondere dann, wenn du beispielsweise in die MSCI World investiert bist. Mit weiteren ETFs aus anderen Indizes kannst du Schwerpunkte gezielt verschieben. ETFs sind sehr gut für Anfänger geeignet. Ein weiterer Punkt, der für den ETF als Geldanlage spricht, ist die Flexibilität. Durch den Handel an der Börse kannst du schnell kaufen und verkaufen. Bei vielen aktiven Investmentfonds funktioniert das nicht. Wenn du hier Fondsanteile an der Fondsgesellschaft zurückgeben musst, verlierst du ein paar Tage und hältst unter Umständen einen schlechteren Kurs. Da es bei ETFs keine Ausgabeaufschläge wie bei herkömmlichen Fonds gibt, kannst du sie auch viel aktiver handeln. Die Vorteile noch einmal kurz zusammengefasst. ETFs sind kostengünstig,
ETFs sind flexibel einsetzbar, ETFs sind transparent und ETFs sind börsengehandelt und damit sehr liquide. Es gibt aber natürlich auch Nachteile bei den ETFs. Die Rendite kann in der Regel nicht höher ausfallen als die vom Index. Du musst dich selbst um die Geldanlage kümmern und du musst die Funktionsweise des Index verstehen. Wie kannst du also in ETFs investieren? Gerade Direktbanken bieten hier kostengünstige Möglichkeiten, ETFs als Einmalanlage oder mit einem monatlichen Sparplan zu kaufen. Sparpläne lassen sich schon mit 25 € pro Monat besparen. Einige Anbieter bieten dabei sogar die Möglichkeit, verschiedene ETFs kostenfrei zu handeln. Einen Tipp für ein kostenloses Depot mit vielen kostenlosen ETF-Sparplänen findest du unten in der Beschreibung. Bei der Auswahl deiner ETFs solltest du auf eine ausreichende Risikostreuung, auch Diversifikation genannt, achten. Du solltest möglichst nicht ausschließlich in einzelne Branchen investieren. Für passive Anleger sind eher marktbreite ETFs geeignet. So bietet der MSCI World Index mehr als 1600 Titel in den verschiedensten Branchen aus 23 Industrieländern. Eine noch breite Streuung mit über 3000 Aktien bietet dir der MSCI All Country World sowie der FTSE All World Index. Weiter streuen kannst du außerdem, wenn du deine Anlagebeträge auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe verteilst. Egal wofür du dich entscheidest, nutze den Vorteil der Transparenz bei den ETFs und schau genau, was im jeweiligen Fonds enthalten ist. In der Infobox und in der Beschreibung findest du ein Video mit 7 wichtigen Kriterien zur ETF-Auswahl. Warum werden ETFs fast ausschließlich passiv gehandelt? ETFs sollen im Vergleichsindex, also zum Beispiel den DAX, den Dow Jones oder den MSCI World, möglichst genau nachbilden und die gleiche Rendite erwirtschaften. Da Indizes die Zusammensetzung der Aktien oder anderer Vermögenswerte bereits vorgeben, ist der Fondsmanager für eine aktive Verwaltung überflüssig. Aus diesem Grund sind ETFs besonders günstig und versprechen eine hohe Rendite, während die hohen Gebühren für aktiv verwaltete Fonds die Rendite mindern. Außerdem ist das Investitionsverhalten der aktiven Manager oftmals schwer nachvollziehbar. Bei ETFs herrscht hingegen vollständige Transparenz. Wer haftet bei ETFs? Da ETFs Fonds sind, werden auch sie als Sondervermögen geführt. Dabei bleiben die Werte, die dort gebündelt sind, sogar bei einer Insolvenz der Fondsgesellschaften unberührt. Somit sind sämtliche Fondsanteile per Gesetz vor dem Zugriff durch eventuelle Gläubiger der Fondsgesellschaft geschützt. Wer bietet ETFs an? Der Markt für ETFs ist in den letzten Jahren weltweit stark gewachsen und so drängen immer mehr Anbieter auf den Markt. Dies bringt verschiedene Vorteile, wie zum Beispiel die vergrößerte Auswahl sowie fallende Gebühren mit sich. Die größten Anbieter in Deutschland sind iShares und DB Xtrackers, der Deutschen Asset Management. Des Weiteren gibt es Luxor ETF, UBS ETF, Amundi ETF, Vanguard, Invesco, Comstage und DK. Was ist der Unterschied zwischen Indexfonds und ETFs? Auch ETFs werden passiv verwaltet, sind jedoch trotzdem nicht mit passiven Indexfonds gleichzusetzen. Beide Produktarten bilden einen Index ab, der die Anteile an Aktien, Anleihen und so weiter bestimmt. Der Unterschied liegt im Börsenhandel. Wie zuvor schon gesagt, wird bei einem passiven Indexfonds der Kurs nur einmal am Tag festgelegt. Zu diesem Kurs werden dann alle Käufe und Verkäufe abgerechnet. Die Kurse für börsengehandelte ETFs kannst du dagegen in Echtzeit nachvollziehen und direkt auf die Entwicklung reagieren. Insofern bieten dir ETFs etwas mehr Flexibilität als passive Indexfonds. Wenn du mehr Videos rund um ETFs und Finanzen sehen möchtest, dann abonniere kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein Video mehr. Wenn dir das Video mit der Erklärung zu ETFs gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da. Du hast Fragen zum Thema ETF? Dann schreib uns in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.